Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn dir dieses Video gefällt, vergiss nicht, einen Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele nützliche Tipps, um Deutsch zu lernen und mehr über die deutsche Kultur zu erfahren. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen erstaunt, wenn sie nach Deutschland kommen. Warum gibt es hier so viele Feiertage? Und warum sind an vielen dieser Feiertage wirklich alle Geschäfte geschlossen? An vielen Orten in der Welt, zum Beispiel in den USA oder Großbritannien, sind die meisten Läden an Feiertagen geöffnet, aber in Deutschland ist das ganz anders. Hier sind an vielen Feiertagen, besonders an religiösen Festen, die Geschäfte zu. Aber warum ist das so? Warum schließt fast alles? Zunächst einmal ist Deutschland ein Land, das sehr viele gesetzliche Feiertage hat. Es gibt Feiertage, die auf nationaler Ebene gefeiert werden, aber auch viele regionale Feiertage, die nur in bestimmten Bundesländern wichtig sind. Zum Beispiel gibt es den Tag der Deutschen Einheit, der für das ganze Land wichtig ist, aber auch spezifische Feiertage wie Fronleichnam, der nur in katholischen Regionen wie Bayern oder Baden-Württemberg gefeiert wird. Aber was alle Feiertage gemeinsam haben, ist, dass sie einen wichtigen Platz im Leben der Deutschen einnehmen und viele von ihnen auch eine besondere Ruhe und Besinnung mit sich bringen. Der Grund, warum an vielen Feiertagen die Geschäfte geschlossen sind, hat viel mit Tradition und Religion zu tun. In Deutschland gibt es eine lange Tradition, bestimmte Tage als Ruhetage zu betrachten. Besonders der Sonntag spielt eine zentrale Rolle. Der Sonntag ist in Deutschland ein traditioneller Ruhetag, an dem Menschen nicht arbeiten und die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Diese Tradition geht zurück auf die christliche Tradition, in der der Sonntag als Tag der Ruhe und des Gebets gilt. Der Sonntag sollte ein Tag sein, an dem man sich von der Arbeit erholen kann, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Familie, die Gemeinschaft und den Glauben. Auch wenn viele Menschen in Deutschland heute nicht mehr religiös sind, ist der Sonntag noch immer stark in der Kultur verankert. Es gibt sogar Gesetze, die den Verkauf an Sonntagen regeln. Zum Beispiel dürfen in Deutschland die meisten Geschäfte an Sonntagen nicht öffnen. Es sei denn, es handelt sich um besondere Ausnahmen, wie zum Beispiel in großen Städten oder in Bereichen wie dem Tourismus. Diese Regelungen sind in vielen anderen Ländern nicht so streng, weshalb es für Menschen aus anderen Ländern oft überraschend ist, dass sie sonntags in Deutschland nichts einkaufen können. Aber nicht nur der Sonntag ist ein besonderer Ruhetag. Auch viele religiöse Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten sind Tage, an denen viele Geschäfte geschlossen sind. Besonders in katholischen Regionen wird der Heilige Abend, 24. Dezember, oder der Tag der Heiligen Drei Könige, 6. Januar, gefeiert. An diesen Tagen sind die Straßen leer und es herrscht eine besondere Stille, weil die Menschen mit ihren Familien zusammenkommen und religiöse Traditionen pflegen. Aber es gibt noch viele andere Feiertage, an denen nichts geöffnet ist. Zum Beispiel Mariä Himmelfahrt am 15. August, der nur in katholischen Regionen gefeiert wird. An solchen Tagen bleibt nicht nur der Einzelhandel geschlossen, sondern auch viele Restaurants, Supermärkte und öffentliche Verkehrsmittel sind eingeschränkt. In einigen Bundesländern kann es sogar sein, dass Kino oder Theater an diesen Feiertagen geschlossen sind. Warum ist das so? Der Grund liegt zum Teil in der starken religiösen Prägung vieler Deutscher und der tief verwurzelten Tradition, dass an bestimmten Tagen keine Arbeit verrichtet werden sollte. Auch wenn sich die Gesellschaft in Deutschland immer mehr von der Religion entfernt hat, ist der Feiertag als kulturelles Erbe geblieben. Der freie Tag ist in Deutschland ein Moment der Entschleunigung. An diesen Tagen ist es ruhig, die Menschen haben die Möglichkeit, sich zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Viele Menschen, die aus anderen Ländern kommen, sind überrascht, wie ruhig es an Feiertagen in Deutschland ist. Besonders für Menschen aus Ländern, in denen an Feiertagen fast alles offen bleibt, kann es anfangs schwer zu verstehen sein, warum an vielen Feiertagen wirklich alle Geschäfte und Dienstleistungen geschlossen sind. Es gibt verschiedene Gründe, warum dieses System in Deutschland so weit verbreitet ist. Einer der wichtigsten Gründe ist der Respekt vor der Erholung und die Bedeutung der Freizeit für das persönliche Wohlbefinden. Die Deutschen haben eine lange Tradition der Arbeitsethik, aber sie legen ebenso großen Wert auf Pausen und Freizeit.
Diese Balance zwischen Arbeit und Erholung ist ein wichtiger Teil der deutschen Kultur. Feiertage bieten den Menschen eine Gelegenheit, sich zu entspannen, sich mit der Familie zu treffen und sich von den Anforderungen des Arbeitsalltags zu erholen. In einer Gesellschaft, die von Effizienz und Pünktlichkeit geprägt ist, wird die Ruhe an Feiertagen als eine Möglichkeit angesehen, den notwendigen Abstand von der Arbeit zu gewinnen und neue Energie zu tanken. Ein weiterer Aspekt ist die soziale Bedeutung der Feiertage. Viele Feiertage sind nicht nur religiöser Natur, sondern auch Zeiten, in denen sich Menschen in der Gemeinschaft engagieren. Zum Beispiel ist der Tag der Arbeit am 1. Mai nicht nur ein gesetzlicher Feiertag, sondern auch ein Tag für politische und soziale Aktivitäten. An diesem Tag gibt es in vielen Städten Demonstrationen und Veranstaltungen, die auf die Rechte der Arbeiter hinweisen und für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Diese Art von Feiertagen fördert das Gemeinschaftsgefühl und erinnert die Menschen an wichtige gesellschaftliche Werte. Natürlich gibt es auch pragmatische Gründe für die Feiertage und die damit verbundenen Regelungen in Deutschland. Der starke Fokus auf Ruhezeiten hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. In Deutschland gibt es strenge Arbeitszeitregelungen, die sicherstellen sollen, dass die Menschen ausreichend Freizeit und Ruhe bekommen. Der gesetzlich festgelegte Ruhetag hilft, die Arbeitsbelastung zu regulieren und das Wohl der Arbeitnehmer zu schützen. Diese Regelungen stehen im Einklang mit der Idee, dass es nicht nur wichtig ist, wie viel man arbeitet, sondern auch, wie man sich nach der Arbeit erholen kann, um produktiv zu bleiben. Aber wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob Deutschland zu viele Feiertage hat und ob die Geschäftsschließungen an diesen Tagen der Wirtschaft schaden. Kritiker argumentieren, dass die vielen Feiertage und die damit verbundenen Ruhetage zu einem Wettbewerbsnachteil führen könnten. In einer globalisierten Welt, in der viele Unternehmen rund um die Uhr arbeiten, kann es sich als problematisch erweisen, wenn Geschäfte regelmäßig schließen müssen. Besonders in Städten, die auf Tourismus angewiesen sind, kann es zu Problemen kommen, wenn an wichtigen Feiertagen alles geschlossen ist. Touristen, die nach Deutschland kommen, können frustriert sein, wenn sie feststellen, dass an einem Sonntag oder an einem religiösen Feiertag viele Sehenswürdigkeiten und Geschäfte nicht geöffnet sind. Auf der anderen Seite gibt es viele Deutsche, die der Meinung sind, dass der respektierte Ruhetag und die Schließung von Geschäften an Feiertagen ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität sind. Diese Menschen argumentieren, dass es nicht nur um den wirtschaftlichen Gewinn geht, sondern auch um das Wohlbefinden der Gesellschaft als Ganzes. Wenn die Menschen regelmäßig Pausen machen können, werden sie langfristig produktiver und zufriedener mit ihrer Arbeit und ihrem Leben sein. Darüber hinaus gibt es eine wachsende Bewegung in Deutschland, die sich für den Sonntagsverkauf aussprechen. Während viele Städte und kleinere Läden sonntags geschlossen bleiben, gibt es auch immer mehr Supermärkte, Einkaufszentren und Ketten, die versuchen, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, um an Sonntagen geöffnet zu haben. Diese Diskussion spiegelt die Spannungen wider, die in der Gesellschaft bestehen, wenn es um die Balance zwischen Tradition und Wirtschaft geht. In großen Städten wie Berlin oder Hamburg gibt es zum Beispiel einige Geschäfte, die an bestimmten Feiertagen oder sogar an Sonntagen öffnen dürfen. Aber dies ist noch nicht überall der Fall. Neben den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten gibt es auch eine wichtige kulturelle Dimension. In Deutschland spielen Feiertage eine bedeutende Rolle im kulturellen Leben. Sie bieten den Menschen nicht nur eine Gelegenheit zur Erholung, sondern auch zur Feier von Traditionen und historischen Ereignissen. An Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern gibt es viele spezielle Bräuche und Rituale, die im Laufe der Jahre weitergegeben wurden. Für viele Deutsche sind diese Feiertage eine Zeit der Besinnung, des Feierns und des Gedenkens. Besonders interessant ist auch die Tatsache, dass es in Deutschland zahlreiche Feiertage gibt, die mit der Natur und den Jahreszeiten verbunden sind. Der Tag der Ernte zum Beispiel wird in einigen Regionen gefeiert und viele Menschen nutzen diesen Tag, um sich mit der Landwirtschaft und dem ländlichen Leben zu beschäftigen. Solche Feiertage erinnern die Menschen daran, wie eng ihre Kultur mit der Natur und den Jahreszeiten verbunden ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vielen Feiertage in Deutschland
und die damit verbundenen Ruhetage ein wichtiger Teil der deutschen Kultur sind. Sie bieten den Menschen nicht nur eine Gelegenheit zur Erholung, sondern auch die Möglichkeit, sich mit der Familie zu treffen, soziale und politische Themen zu reflektieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch die Schließung von Geschäften entstehen können, bleibt die Bedeutung der Feiertage in Deutschland stark verankert. Die Feiertage in Deutschland sind mehr als nur arbeitsfreie Tage. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, vergiss nicht, ein Like dazulassen, einen Kommentar zu hinterlassen und unseren Kanal zu abonnieren, wenn du noch nicht getan hast. Wir freuen uns, dass du mit uns Deutsch lernst und hoffen, dir weiterhin zu helfen, deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Schreib uns in den Kommentaren, welches Thema du dir als nächstes für unseren Kanal wünschst. Viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal.